Hallo und herzlich willkommen zurück in Sambia. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 2021 unterwegs und erfüllen uns den Traum einer Langzeitreise. In dieser Woche entführen wir euch in den Lower Zambezi National Park. Viel Spaß dabei! Soeben haben wir den Lower Zambezi National Park betreten, ist ja falsch, befahren. Los geht das Abenteuer! Schon stehen sie hier, das ist hier. Das ist wie bestellt, die Impala-Herde gleich. Das ist wie bezahlt. Das ist wie bezahlt, das haben wir auch gemacht. $75 Eintritt kostet hier der Tageseintritt. Das ist echt alles gesalzen. Achtung, die mutigen Impalas, die machen hier, glaube ich, echt eine Mutprobe. Wir sind im Grand Canyon angekommen. So zerklüftet sieht die Landschaft aus. $75 Eintritt sind es übrigens pro Person und Tag. Übernachten im Park ist nicht möglich. Es gibt keine offiziellen Campsites und so haben die anderen auch ihren Trailer am Eingang stehen gelassen. Und es lässt sich entspannter im Park umherfahren. Ein eindeutiges Zeichen, dass hier Katzen sein müssen, ist, wenn ein Auto da steht. Gelogen, da ist Freund Elephant with Baby. Wo uns das nur hinführt. Hinein in den dichten Wald und hin zu einer scheinbar exklusiv buchbaren Unterkunft im Park. Und was ist? Natürlich können wir unsere Neugierde nicht zügeln. Der Küchenbereich im Erdgeschoss ist abgeschlossen, aber das Oberdeck mit romantischem Doppelbett, abgetrenntem Sanitärbereich und das alles Open Air lassen dem Wildlife Explorer keine Wünsche offen stehen. Das sind hier mal wieder ganz schöne Irrfahrten im Lower Zambezi. Versuchen hier irgendwelche Pfade zu finden, aber kommen den Wald hier auch nicht wirklich weiter. Da geht's, glaube ich, nur zum Wasser runter. Schon ganz schön für einen Nachtplatz. Unsere Wege trennen sich jetzt schon nach einer frühen Mittagspause. Die Holländer fahren jetzt wahrscheinlich früher raus aus dem Park, weil mit 3 Kindern Game Drive den ganzen Tag, das geht halt auch nicht. Das merken sie halt auch. Wir fahren jetzt noch hier ein bisschen weiter. Mit Kindern den ganzen Tag im Auto geht halt einfach nicht. Das werden sicherlich viele selber kennen. Aber sie haben da ja schon einige Stunden auf dem Buckel und die Kids haben alles super mitgemacht. Leider heißt es so, nach einem letzten Bild Abschied nehmen und getrennt weiter auf Game Drive gehen. Doch wie auf der gegenüberliegenden Zambezi-Seite verstecken sich auch hier die Tiere im Hinterland. Es ist schon ziemlich abenteuerlich hier. Im Lower Zambezi. Mit Low Animals. Ja, mit Lower Animals, das stimmt leider. Trotzdem ist es irgendwie schön. Voll. Da sind Elefanten. Eben noch beschwert. Und jetzt stehen sie uns im Weg rum. Gucken, wer hier dem im Weg rumsteht. Oh wow, der ist auch noch groß. Sackzement. Ich muss schon gestehen, ich bin immer doch deutlich erregt, wenn wir in so einem nahen Abstand, das sind jetzt vielleicht 20 Meter, von so einem, das ist schon ein ganz mächtiger Elefantenbulle wieder, von denen entfernt ist. Also ein bisschen, die Pumpe geht mir da immer. Aber der macht ja einen sehr entspannten Eindruck. Der fischert sich mit den Ohren, Schwänzlein wedelt da hinten. Der hat noch keine Signale.
Und er lässt uns gnädigerweise auch an sich vorbei, ohne uns anzumeckern. Es geht weiter im Slalom um die dicken Bäume, immer weiter durch den Wald. So, mal gucken, wie die Lady gleich hier runterkommt. Wir wollen nämlich versuchen, hier unten quasi im Flussbett eher weiterzufahren oder im Grünbett. Drücken wir das mal so aus. Wir haben nämlich die Schnauze voll von unserem Slalomkurs und hoffen auf mehr Tiere in der Steppe und somit offenere Landschaften. Nach dem ganzen dichten Wald eben ist es ganz schön, um mal wieder was sehen zu können. Und wir müssten auf die Art jetzt auch ganz gut auf den Sambesi wieder zufahren. Und da finden wir dann vielleicht auch mal ein Plätzchen, wo wir mal was naschen können. Und wie spät haben wir jetzt, dass wir hier mal was zu essen kriegen? Deswegen habe ich Ei gemacht, dann ist es ein Brunch. Keine Ahnung, 1? Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, mal wieder Brunch am Sambesi. An dessen Ufer wir jetzt insgesamt im 3. Land sitzen. In Namibia, in Katima Mulilo das erste Mal, gegenüber in Mana Pools, also Simbabwe ebenfalls, und jetzt wieder einmal hier. Er ist aber auch tatsächlich irgendwie total magisch. Und jetzt wieder einmal mein Spruch. Wenn euch die Filme gefallen, dann drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Klingel, um kein Abenteuer von uns mehr zu verpassen. Lasst uns einen Daumen hoch da und kommentiert gerne, was euch gefällt oder vielleicht auch, was ihr in der Zukunft gerne sehen möchtet. Empfehlt uns gerne weiter, denn das alles motiviert uns und hilft unserem Kanal stetig zu wachsen, was uns natürlich extremst erfreut. Solltet ihr Lust haben, uns ein paar Liter Diesel, eine Unterstützung zum Eintritt in solch einen Park oder eine Nacht auf einer Campsite ausgeben zu wollen, dann findet ihr den Link entweder in der Videobeschreibung oder aber in unserer Bio. Vielen Dank bisherigen und auch zukünftigen Spendern. Das ist echt klasse und wird sicher zielgerichtet eingesetzt. Dankeschön. Es ist heiß und auch die Tiere suchen Schatten, wie diese Elefantengruppe direkt am Flussufer. Und wir positionieren uns zur Beobachtung, derer wir einfach nicht müde werden. Die haben sich ja schön unterm Busch versteckt. Und plötzlich erwachen 2 junge Kälber zum Leben, die wir noch gar nicht wahrgenommen hatten. Wie es sich gehört, haben sie ein Mittagsschläfchen gehalten und zack, kaum wach, spielen sie noch im Liegen. Der eine etwas ältere kleine Bulle versucht sich in ersten Härtenschutzmaßnahmen und wedelt uns aufgeregt und sehr aufmerksam mit seinen Ohren an. Ich will das alles nicht. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott, René. Ja, ich glaube, das wird hier ganz schön schräg. Ja, bitte. Weil jetzt fallen wir vorne und die machen wir nicht. Wir fahren Plan B. Wir versuchen geradeaus reinzufahren und dann da drin zu wenden.
ohne stecken zu bleiben. Das sieht nämlich herrlich leicht aus. Schafft das unser Böschungslinie da hinten auch bestimmt. Ja, da ist nicht so schlimm. Das ist unsere Leiter hinten nicht zerfräsen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier was geht ohne Luft ablassen. Du. Jetzt sind wir wieder hier im Kinderparadies. Automatisiertes Fahren. Nicht lange. Jetzt können wir uns voll auf Landschaft, Flora und Fauna konzentrieren. Das war's schon, jetzt muss gleich wieder aktiv werden. Ne? Bitte. Lower Zambesi ist ja das untere Zambesi-Tal, welches hier im Norden von der Gebirgskette rechts von uns begrenzt wird. Und früher war das hier alles ganz oft durch überflutet nach der Regenzeit, was aber heutzutage reguliert wird durch den Kariba-Stausee. Und da es jetzt hier auch schon seit Ende Februar nicht mehr geregnet hat, sieht man ja wie überall, wie das trocken ist. Die Leute beklagen sich hier auch schon darüber. Man müsste einfach mehr Wasser aus dem Karibasee rauslassen, aber die Stromversorgung geht scheinbar dem Land vor. Aua. 124 Säugetierarten können wir uns hier angucken, wobei wir natürlich nicht alle gesehen haben, aber einige waren es schon. Der Lower Zambesi ist nicht ganz so artenreich wie seine Kollegen hier im Lande. Hier fehlen zum Beispiel die Gnus, die Kuhantilopen, es gibt keine Giraffen, es gibt nur ganz wenige Zebras. Wir haben heute noch gar keine gesehen. Leider fehlen uns aber heute noch die Katzen und auch Wildhunde. Aber vielleicht haben wir ja noch jetzt, wenn wir rausfahren, Glück, weil jetzt ist ja eigentlich die Zeit. Es ist jetzt 3:45, wo die Löwen so langsam anfangen, wieder aufzuwachen. Von den Wildhunden wissen wir es nicht. Die sollen ja tagaktiv sein, aber wir kennen ja noch keine lebend. Vollbremsung. Da gab es noch was zu sehen. 2 kleine, dicke, graue Elefanten. Oh, mit einem kleinen Butzi. Oh, ganz kleines Baby. Das Kerlchen ist so frisch, wie ihr gleich sehen könnt, dass es noch nicht gelernt hat, dass es eigentlich mit seinem Rüssel das Gras rauszuzupfen hat. Wir werden ja nicht müde, die Kleinen zu beobachten, weil der ist echt klein. Hier sieht man mal ganz eindeutig diese Stressdrüse. Jetzt haben wir auf dem letzten Drücker sogar noch ein paar Zebras gesehen. Genau, Strich. Aber die waren so scheu, die waren sofort weg. Man hat das Ärschlein gesehen, aber mehr auch nicht. Also ich zumindest. Das reicht mir meistens. Wir haben jetzt eben auch noch mal einen anderen Safari-Wagen, der uns entgegengekommen ist, kurz gefragt, aber auch die haben keine Kätzchen heute gesehen. Naja, man kann nicht jedes Mal Glück haben. Und überhaupt, Glück ist das alles selbst und mit eigenen Sinnen erleben zu dürfen. Und das immer und immer wieder. Doch jetzt noch ein paar Eindrücke des Tages, einfach nur zum Genießen. Viel Spaß!
Wir haben uns jetzt entschieden, einen kleinen Night Drive einzulegen. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Und deswegen, es ist jetzt 18 Uhr, naja nicht ganz, aber 5:30 ist es schon und es wird bald dunkel. Aber wir fahren einfach mal weiter, solange wir Lust haben, beziehungsweise bis wir unseren Nachtplatz erreicht haben. Hier haben sie heute im Laufe des Tages, irgendwie mehr an der Gas gearbeitet. Das ist viel ordentlicher. Und uns kam eben genau in so einer Kurve ein dicker LKW noch entgegen. Herzinfarkt. Jetzt haben wir auch noch Gegenverkehr. Und man sieht doch schon durch den Staub gar nichts. Sie haben uns erkannt als Touristen. Schon werden wir angepfiffen wieder. Nee, ich glaube, ich will mal an eine Bar gehen jetzt. Super Idee, René. Das scheint ein größerer Ort zu sein. Hier gibt es Licht. Gleich haben wir es geschafft. 13 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Aber wir wussten, wo wir hin wollten, weil hier kann man gut stehen. Hier können wir auch morgen früh ein bisschen entspannter sein. Der Platz an den Baobabs. Ungestört. 12 Stunden, 52 Minuten und 142 Kilometer haben wir hinter uns gebracht. Tempo, gute Nacht. Wir befinden uns noch immer in unmittelbarer Nähe zum Sambesi, nur eben ein paar Kilometer im Landesinneren auf dem Weg nach Lusaka und saugen noch einmal mit allen Sinnen diese Landschaft auf, denn für uns heißt es bald für kurze Zeit Abschied von diesem Kontinent nehmen. Wir müssen und wollen für ein paar Wochen nach Deutschland zurück, endlich wieder Familie und Freunde in die Arme nehmen, doch davor gilt es noch einiges zu erledigen. Jetzt wird's ernst. Letzte Etappe nach Lusaka. In ein paar Tagen geht's nach Hause. Wir legen unsere letzten Meter auf Gravel Road zurück für diese Tour. Gleich kommt Asphalt. Da ist er, der Asphalt. Ich bin ein bisschen irritiert. Wir fahren jetzt auf einer nicht wirklich qualitativ guten, aber das ist unerheblich, Straße Richtung Lusaka in den Bergen und uns kommen als erstes 2 Jogger entgegen. Dann ein Fahrradfahrer und jetzt wieder 2 Jogger. Also, was machen die hier? Also ich als Running Man würde hier sagen, das ist völlig normal. Hier kann man relativ gut laufen. Besser als im Gestrüpp irgendwo. Und ich gehe davon aus, hier ist sogar ein offizieller Lauf. Und leider kommen die uns ja alle entgegen und laufen nicht in unsere Richtung. Weil ansonsten hätte ich jetzt direkt mal Bock, meine Laufschuhe auszupacken, mal hier ein bisschen mitzulaufen. Das übliche Bild, wenn man in verkehrsreicheren Straßen unterwegs ist, sind diese ganzen Straßenstände am Rand. Das ist gerne auch an Kreuzungen. So, jetzt wird erstmal der ganze Dreck hier abgewaschen, den wir die letzten Monate draufgefahren haben. Denn Großtempo muss für 2 Monate eingelagert werden und dazu sollte er doch sauber sein. Und die Jungs hier freuen sich über einen Job und machen das auch super ordentlich. Selbst Kleintempo blitzt bald wieder auf seinem Stoßstangenplatz. Ich weiß schon, was kommt. Hat sie nicht vorhin angegeben, das wäre das letzte Stück Gravel Road? Und jetzt hat sie hier in Lusaka nochmal eine wunderbare Juckel-Schuckel-Löcherpiste durch den Dreck hier rausgesucht. Ich habe auch echt keine Lust mehr. Aber was soll ich machen? Das waren dicke Straßen eingezeichnet. Wir sind in der Hauptstadt von Sambia und das Auto ist frisch gewaschen. Und was soll ich machen? So sieht's aus. Oh, da vorne sehe ich wieder Asphalt.
war nur das Verbindungsstück. Man muss sich mal vorstellen, Lusaka hatte 1950 nur 20.000 Einwohner. Ist heute eine Millionenstadt, allerdings verteilt über eine Quadratmeterzahl von 360 Quadratkilometern. Die Zahl selbst ist wirklich unbekannt. Millionenstadt heißt es einfach nur. Es werden geschätzt über 2,5 Millionen, allerdings nur geschätzt. Das sind auch ältere Zahlen, die ich habe. Haben sie nicht falsch geschrieben. Das ist unsere Unterkunft. Wir sind jetzt hier in Lukasa angekommen, welches in Lusaka ist, außerhalb von Lusaka, und es gehört einem holländischen Ehepaar. Harry und Heike, hat sie gerade gesagt. Und jetzt kommen wir einfach mal an. Das Grundstück ist wunderschön. Wir kommen zwar an, aber ihr müsst jetzt eine Woche warten, wenn ihr uns weiterhin über die Schulter schauen möchtet, wie man sein Auto auf eine längere Einlagerung in einem fremden Land vorbereitet. Denn das würde heute doch den zeitlichen Rahmen sprengen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine gute und gesunde Woche. Bis dann, tschüss und bye bye.